Die Bewirtschaftung von Trinkwassernetzen ist so ähnlich wie die Forstwirtschaft. Weil das, was wir heute tun, das muss ja zwischen 80 und 120 Jahren funktionieren. Das heißt, wir müssen uns schon viel Gedanken machen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Kassel wurde im Zweiten Weltkrieg 1943 durch eine Bombardierung stark zerstört. Und als Folge der Zerstörung wurden viele Gruben und Löcher mit Trümmerschutt aufgefüllt und da rein dann Wasserleitung verlegt. Und das ist ein sehr anspruchsvoller Baugrund. Wenn man durch die Stadt geht, sieht man die Wasserinfrastruktur nicht. Man sieht nicht, wo das Wasser herkommt, man sieht die Wasseraufbereitungsanlagen nicht und man sieht vor allen Dingen nicht das Labyrinth an unterirdischen Rohrleitungen. Diese Rohre sind häufig alt und an vielen Stellen auch undicht. Man sieht das komplexe System nicht, das erforderlich ist, damit das Wasser am Wasserhahn ankommt. Für den normalen Bürger in Kassel ist es eine Selbstverständlichkeit, dass, wenn man den Wasserhahn aufdreht, dass das Wasser in der entsprechenden Qualität zur Verfügung steht, auch in dem entsprechenden Druck. Aber da steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter. Wir hatten vor 20 Jahren hohe Wasserverluste, haben dann sehr viele Dinge aufgesetzt, um der Wasserverluste Herr zu werden. Und trotzdem verlieren wir im Jahresmittel noch fast 10% des Wassers, was wir in die Hochbehälter fördern, auf irgendwelchen Leckagen im Netz. Wasser ist ein wertvolles Gut und deswegen muss man natürlich probieren, jeden Tropfen auf welche Art und Weise auch immer einzusparen. Und Fracta hilft uns natürlich immens dabei. Man kann das Fracta-Programm mit einem Tennismatch vergleichen. Beim Tennis guckt man ja, was hat der Gegner vor, wo spielt er hin. Entsprechend muss man sich ja schon auf der anderen Seite des Platzes positionieren, dass ich den Ball wieder übers Netz spielen kann. So muss man sich Fracta vorstellen, dass das eine vorausschauende Denkweise in der Richtung hat, dass es uns schon sagt, wann der Rohrbruch auf welcher Leitung, in welcher Straße passiert. Wir sind hier in Kassel in der Frankfurter Straße und hier haben wir bei Fracta tatsächlich eine Leitung, die zu den auffälligsten 1% gehört. Was man auf dieser Baustelle eben gut beobachten kann, sind die vielen Faktoren, die einen Einfluss haben. Wir haben den Straßenbahnverkehr, wir haben den Autoverkehr, wir haben die dichte Besiedlung, man sieht die Steigung. Das sind alles Parameter, die bei Fracta in so eine Berechnung eben mit reingehen. Wir würden die jetzt nicht hier erneuern, sondern warten, bis der Rohrbruch kommt. Wenn wir danach die Straßenbahn unterspült, die Straße wäre komplett gesperrt. Das heißt, die Auswirkung auf die Anwohner, auf den Verkehr hier, die wäre natürlich viel fataler als bei einer Baustelle, wo man sich vorher Gedanken machen kann, wie stellt man sich auf, wie richtet man sich ein und wo genau legt man die Rohre auch hin, damit es dann bei allen Einschränkungen möglichst wenige davon gibt. Nee, also es sieht gut aus. Ja. Ne? Und Ja. wenn wir das dann da oben eingebunden haben, dann ist alles gut. Genau, da müssen wir Ruhe haben hier für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. No. Durch die künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen werden natürlich die Vorhersagen immer genauer und wir können noch genauer prognostizieren, wo die Wasserrohrbrüche eintreten sollten. Die Entscheidungen, die wir heute treffen in der Wasserversorgung, sind nicht nur für uns, sondern auch für die folgenden Generationen, also sprich für unsere Kinder oder Kindeskinder. Desto besser man vorausschauend ist, sage ich mal, desto besser sind die Ergebnisse und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erfolgreich das Match bestreite.